fertig. Gilt das auch für Twister? Können wir doch mal mit dem auf, der kann mir echt gestohlen bleiben. Überhaupt, du hättest mich wegen Andi auch mal warnen können. So hat man denn, Bruder. Jetzt ist es meine Schuld, dass du Andi wochenlang die Ohren wegen Twister vollgeheult hast? Wem soll ich denn erzählen, wenn ich es nicht meinem besten Kumpel sagen kann? Außerdem, er muss sich ja auch nicht in mich verlieben. So schlecht würdet ihr doch auch gar nicht zusammenpassen. Bitte dich als Freunde, vielleicht aber doch nicht als Paar. Wieso eigentlich nicht? Weil wir uns viel zu ähnlich sind. Würdest du gern mit dir zusammen sein? Manchmal wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Weißt du, meinst du, hieraus werden noch mal irgendwie Pommes? Also Andi schwört auf jeden Fall darauf. Angeblich werden nur aus diesen geschnitzten Kroketten so richtig schöne, fluffige Dinge. Ja, du holst vielleicht besser was am Bötchen unten. Aber nein, das ist mein Entschuldigungsessen für Andi. Das muss ich schon selber hinkriegen. Doch wenigstens mal die Soße. Weißt du, ich werde mich einfach bei Andi entschuldigen und sagen, dass wir Kumpels nie wieder hergeben. Die Soße? Ich hasse dich. Das Leben ist kompliziert. Jetzt weiß sie wenigstens Bescheid. Was habe ich davon? Sehe ich sie gar nicht mehr. Ich dachte, das war, was du wolltest. Eigentlich schon, aber sie fehlt mir halt trotzdem. Weiß. Ohne den hätte ich vielleicht eine Chance bei Bella gehabt. Jetzt komm schon, du kannst sowieso nicht ändern. Okay, es reicht. Andi, kein Stress jetzt. Na, amüsierst du dich gut? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du hast nie was von ihr gewollt. Ich melde mich bei dir. Ich freue mich. Bella, hast du den Kopf nur verdreht, obwohl du von Anfang an wusstest, dass du sie fallen lassen wirst. Du bist echt das allerletzte. Hast Bellas Liebe überhaupt gar nicht verdient. Da könntest du ausnahmsweise mal recht haben. Das Blöde ist nur, das ändert für dich nicht das Geringste. Du hast mit Ricardo geredet? Du hast mit Dana geredet? Ja, wir haben alles geklärt und sind jetzt Freunde. Einfach so. Ohne Missverständnisse, Katastrophen, Dramen. Genau. Ja, das freut mich, ehrlich. Und was machst du da? Muss noch ein bisschen mal im Profil rumschrauben. Für das Datingportal. Ich dachte, du hast es dir anders überlegt, weil du dich nie wieder verlieben willst, das sowieso noch zu früh ist. Wer sagt denn, dass ich jetzt was Ernsthaftes suche? Beruf, Model. Mit Speck fängt man die Mäuschen. Ich hasse das Internet und das Internet hasst mich. Das sind wenigstens geklärte Frontenprobleme, Wieso? weil du gerade meinen Laptop zerstörst. Ich habe mein Passwort von Click Your Love dort leck mich vergessen. Dein Passwort, Gut, dann eben Rickys Passwort. mit dem du dich seit Wochen in seinen Account einloggst, um seine Dates zu verscheuchen. Ja, jetzt sag mir, wie verwerflich das Ganze ist, dass ich ein kranker Freak bin. Gib's mir, genau das brauche ich jetzt. Du bist ein kranker Freak. Ich dachte, ihr habt beschlossen, nur Freunde zu sein. Haben wir auch. Und was willst du dann in seinem Account? Ich habe verdöselt, die Absagen an die Tussis aus seinem Briefkasten zu löschen. Ja. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, dass er merkt, dass ich das war. Und dann denkt er, dass ich mich vielleicht doch in ihn verknallt habe. Oder was weiß ich, was er dann denkt. Dass du eine durchgeknallte Pappnase bist wahrscheinlich. Pablito. Das Meerschweinchen? Ja! Und Das verdammte Meerschweinchen funktioniert nicht mehr.
Dann hat er das Passwort wahrscheinlich geändert, würde ich sagen. Oh no. Oh yes. Ja, guten Tag. Hier spricht das spanische Konsulat. Könnten Sie mir bitte Dr. Ricardo Mendez geben? Er ist im Krankenhaus, das heißt, er hat Spätschicht. Ja, verstehe. Das ist gar kein Problem. Ich melde mich einfach morgen nochmal, ja? Gut. Danke. Hasta la vista. Was soll das werden? Er ist im Krankenhaus. Ich kenne seine Schichtzeiten. Das heißt, er kommt nicht vor 11 Uhr zurück. Dann willst du endlich ein klärendes Gespräch mit ihm führen. Das finde ich ausnahmsweise gut. Was denn für ein klärendes Gespräch? Ich weiß einfach, wie groß mein Zeitfenster ist. Was ist denn für ein Zeitfenster? Ja, das Zeitfenster, durch das ich ihn durchkriechen kann, um seine Passwortliste zu finden. Du bist in seine Wohnung? Siehst du eine andere Möglichkeit? Das Einzige, was ich sehe, ist ein ziemliches Debakel. Nur die Harten kommen in den Garten. Lass mich raten. Deine Aktion gestern ist volle Kanne nach hinten losgegangen. Ja, ich habe dir gleich gesagt, dass es keine gute Idee ist, einfach so seine Spar Bude dir deine schlauen einzubrechen. Sprüche, ja? Die Wohnung war dunkel und ich dachte, er ist nicht da. Und als ich gerade mitten am Suchen war, bam, steht er auf einmal vor mir. Das nenne ich mal volle Kanne und mit Ansage gegen die Wand geknallt. Ja, und jetzt denkt er, ich bin total gestört und will nichts mit mir zu tun haben. Hat er das gesagt? Nein. Er hat was von Stalking und einer total kranken Aktion gesagt. Und er hat mich angeschaut, als wäre ich eine durchgeknallte Fremde. Ja. Sag mal, kannst du mir mal erklären, warum bei mir immer alles so mega kompliziert laufen muss? Ich wollte ihn einfach nur nicht als Freund verlieren. Ricardo kennt dich doch. Mann. Er weiß, dass du ein bisschen gaga bist und manchmal auch irgendwie eine verdrehte Logik hast, aber er mag dich und deswegen wird er dir auch nicht gleich die Freundschaft kündigen. Wenn doch? Keine Ahnung. Hey, musst du nicht arbeiten heute? Ich kann ruhig mal auf mich warten. Wenn du dir das leisten kannst. Ich muss mal aufs Klo. Und ich hätte keinen Cappuccino zu mitnehmen. Kommt sofort. Das Ding ist, man muss einfach über das ganze Chaotische drumherum hinwegsehen. Was dann? Dann merkt man, dass sie im Grunde genommen ein herzensguter Mensch ist. Ein herzensguter Mensch mit reichlich krimineller Energie. Ich gebe es ja zu, die Aktion mit dem Datingportal, die war wirklich eine harte Nummer. Passwörter knacken, private Dates manipulieren oder einen Einbruch obendrauf, um die Sache rund zu machen. Ich könnte das anzeigen. Ich finde es wirklich nicht lustig. Ja, ich habe ja auch versucht, dir das auszureden, aber du kennst doch ihren Dickkopf. Das Ding ist, sie tut das nicht, um dir zu schaden. Das macht es trotzdem nicht besser. Mann, du kennst sie doch. Sie stößt irgendwas an, dann wird eine Lawine draus und am Ende begräbt sie selbst und dann passiert halt sowas wie gestern Abend. Ja, was soll ich jetzt machen, die Bernardiner spielen? Mann, sie weiß doch selbst, dass sie Mist gebaut hat. Sie ist doch nicht blöd. Das ist ihre Art, dir zu zeigen, dass du ihr wichtig bist. Du bedeutest dir was, eine ganze Menge sogar, und das ist ehrlich gemeint. Ehrlichkeit hat doch immer eine zweite Chance verdient, oder? Wir sehen uns. Ciao. Jessie. Nach der ganzen Aktion hätte ich 1000 gute Gründe, nicht mehr mit dir zu reden, nichts mehr mit dir zu tun haben zu wollen. Aber trotzdem versuche ich, dich zu verstehen. Ich will wissen, warum du das alles gemacht hast. Doch nicht nur aus Angst, alleine zu sein. Hast du wirklich solche Angst, dass ich mich irgendwann in irgendwen verlieben könnte und keine Zeit mit dir verbringe? Vielleicht. Scheiße, ja. Du willst wirklich nichts von mir wissen.
Nein, ganz bestimmt nicht. Nach der Katastrophe mit Daniel, da habe ich doch eh keinen Bock mehr auf eine Beziehung. Aber du bist mir irgendwie nicht wichtig geworden. Ich brauch dich. Ab und zu. Natürlich war diese ganze Aktion total bescheuert und es tut mir auch wirklich leid. Mir tut's auch leid. Also für dich. Vorschlag, wenn wir in 5 Jahren immer noch allein sind, dann ziehen wir zusammen und lassen es richtig krachen. Und jeden Abend massiere ich dir die Füße. Deal? Deal.